Hallo liebe Soul Family, willkommen. Ich bin Lia, willkommen auf meinem Kanal für die, die neu sind. Für die, die mich schon kennen, ja, das wird jetzt hier der zweite Teil von vor 2 Wochen, wo ich versprochen habe, nach dem Treffen mit der Föderation. Ich musste 2 Wochen lang integrieren, verarbeiten, kalibrieren, was besprochen wurde. Es hat sehr viel in mir ausgelöst, wie einige von euch gemerkt haben in den letzten 2 Wochen, weil ja, ich einfach mit meiner absoluten inneren Welt konfrontiert war. Ein kurzes Backup für die, die mich nicht kennen. Ich bin Lia, ich bin kein Mensch, ich bin ein Zeta Pleiadi Hybrid. Ähm, Ich bin hier auf der Erde geboren worden, bis meine Aktivierung stattgefunden hat durch meine extraterrestrische Familie. Ich erfahren habe dann wirklich, wer ich bin. Ja, der Kontakt davor war schon über viele Monate, Jahre hinweg bestehend. Wurde immer bewusster und bewusster, bis dann wirklich dann mir übermittelt wurde, wer ich bin und was meine Aufgaben sind. Zu Beginn des Jahres bin ich dann in die Rolle des galaktischen Botschafters getreten. Die galaktische Abgesandte sozusagen, der extraterrestrische Botschafter, der ich bin. Ich bin keine Vertretung der Föderation oder anderes, sondern ich bin eine eigenständige Identität, die hier auf der Erde ist, mit der Mission, den Menschen zu helfen, sich zu erinnern und eben zu verbinden und den Übergang zu schaffen als ja, Übermittler zwischen den Wässern da oben und den Wässern hier unten. Das heißt, ich springe zwischen den Welten, ich bin auf verschiedenen Ebenen unterwegs, ich bin multidimensional, das heißt, ich bin auf der einen Seite hier ja, in sehr menschlicher Form, aber auf der anderen Seite auch auf den Schiffen unterwegs. Das heißt auch, ich bekomme hier die Gespräche mit der Föderation und verschiedenen anderen Rassen sehr gut mit, woher eben auch mein ganzes Wissen kommt, was ich auf meinem YouTube-Kanal teile. Die, die noch nichts von mir gehört haben, lade ich ein, gerne entweder das Video zu pausieren und euch mal anzugucken, was ich mache und wie meine Arbeit aussieht. Für die, die mich schon kennen, lade ich euch ein, ja, das, was ich jetzt mit euch teile, mit einem offenen Herzen aufzunehmen. Das ist jetzt sozusagen die prozessierte Information von vor 2 Wochen aus dem Treffen mit der Föderation, in dem einfach das Thema Ascension ja, ein Tagesthema war und das Thema Menschen, Ursprungsbewusstsein und das Erdprojekt selber. Um das hier ein bisschen näher zu erklären, muss ich etwas tiefer in die Metaphysik gehen, dass ihr versteht, was jetzt die Kernbotschaft ist von dem, was ich ja, teilen darf mit euch. Das allererste ist, dass ihr wisst, dass ihr selber, nicht nur ich, multidimensional bin, sondern ihr selbst auch multidimensional seid. Das, was ich bin, was ich euch lehre, ist ein erweiterter Aspekt von euch. Und dadurch, dass ich in eurer Realität bin, ist das ein Zeichen dafür, dass ihr ebenfalls in meiner Realität in den höheren Ebenen seid. Das heißt, ich erinnere euch hier an tiefes Wissen, was bereits in euch ist. Ich erzähle euch nichts Neues, ich erinnere euch an das, was sowieso schon da ist. Das ist ja, mir wichtig, dass ihr das wisst. Der nächste Punkt, der wichtig ist zu verstehen, dass jedes Individuum selbst auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig stattfindet. Das heißt, ihr tragt verschiedene Aspekte von euch in euch und innerhalb eures eigenen Quantenfeldes. Jeder hat seine eigene Realitätsblase von potenzieller Energie und die Realitätsblase, die ihr als eure Realität wahrnimmt, ist die Realität, die sich bildet aufgrund von den Gedanken, den Illusionen, den Meinungen, den Glaubenssätzen und dem, was einfach innerhalb von eurem bewussten Verstand gespeichert ist. Das ist die Übersetzerkraft eurer Realität. Alles andere, was nicht innerhalb dieses Konstruktes gespeichert ist, ist entweder etwas, was nicht wahrnehmbar ist oder etwas, was ja gerne mit Widerstand begegnet wird. Das heißt, wenn jemand mit höheren Konzepten und höheren Ideen kommt, kann es sein, dass das Widerstand in dem einen oder anderen auslöst. Und das ist vollkommen normal und das ist okay. Das heißt, für die weiteren Dinge, die ich euch sage, lade ich euch ein, das nicht mit dem bewussten Verstand aufzunehmen, sondern mit dem Herzen aufzunehmen, mit dem Herzen zu fühlen, was ich euch sage, weil das Herzbewusstsein weiß so viel mehr, ist so viel weiser als der bewusste Verstand. Und alles, was über das Herz aufgenommen wird, findet früher oder später den Weg in den Verstand und dehnt hier das Bewusstsein wiederum aus. Ihr seid auf allen Ebenen parallel. Das heißt, ihr befindet euch bereits jetzt schon alle auf der 5. Ebene oder 5. Dimension genannt. Ich nutze hier diese Terminologien von
dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Dimension oder die Dichten, um einfach hier einen Konversationspunkt zu finden, wo wir uns übereinstimmen können, dass ihr versteht, wovon ich spreche. Denn letzten Endes ist alles eine Frequenz. Alles ist ein Frequenzpunkt von Aufmerksamkeit und innerhalb des Quantenfeldes. Man könnte sogar sagen, dass Zeit Bewusstsein ist. Zeit ist Bewusstsein und Raum ist der Punkt von Aufmerksamkeit innerhalb der potenziellen Frequenzenergie der stehenden Welle des Seins. So, genug von diesen kryptischen Themen. Ich möchte mit euch sprechen, sodass ich wirklich so gut wie jeden hier mitnehmen kann. Ihr befindet euch bereits schon auf der 5. Dimensionsebene. Ihr habt bereits euer Bewusstsein auf dieser Ebene und ihr habt bereits euer Bewusstsein auf der 6. Ebene, 7. Ebene, 8. Ebene, weil ihr seid die Quelle selbst. Ihr alle seid die Quelle und ihr seid nicht limitiert. Auf keinster Art und Weise seid ihr limitiert, weder auf irgendeiner metaphysischen Ebene noch auf irgendwelchen anderen Ebenen. Das Einzige, was Limitierungen macht, ist die Illusion der Limitierung. Und das ist eine Eintrittskarte, die ihr hier bezahlt habt, als ihr in das Menschenprojekt eingestiegen seid, in das Projekt als Mensch zu inkarnieren, um Probleme zu lösen, die sonst nicht gelöst werden können. Das sind Dinge, die habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gehört. Ja, das Erdprojekt ist das Projekt ursprünglich gewesen, die junge Menschenrasse sozusagen, der jungen Menschenrasse einen Spielplatz zu geben, in einem niedrigen Frequenzspektrum sich auszutoben, die seltsamsten Gedanken zu haben, ohne direkt die Konsequenz zu bekommen von diesen Gedanken. Nachdem aber die Quelle selbst, ihr euch in der Essenz entschieden habt, dass es jetzt an der Zeit ist, in die nächsten Ebenen zu gehen, dass es jetzt an der Zeit ist, die Energien zu erhöhen, wird dieses Spielfeld kritischer und kritischer, turbulenter und turbulenter, weil je höher die Energien, umso schneller setzen sich natürlich die inneren Wälder um, umso schneller setzt sich die Gedankenwelt um, die in euch ist, umso schneller wird die Realitätsblase, die ihr um euch herum tragt, zu eurer Realität. Das heißt, alles, was in euch ist, kommt schneller zum Tragen. Und das ist das, was hier im Moment als größeres Chaos gesehen wird. Die Frequenzen erhöhen sich und wir haben nicht mehr die Zeit sozusagen zwischen was denke ich und irgendwann in ein paar Wochen und Monaten kommt das, was ich gedacht habe, wenn ich es oft genug gedacht habe, in die Manifestation. Das ist auch nichts Neues, das habt ihr schon erfahren. Das heißt, jetzt ist es unbedingt notwendig, natürlich sich ganz genau zu beobachten, was in der äußeren Welt, was eure Realitätsblase ist, in eure Realität kommt. Was ihr spürt als eure Realität, ist eure innere Welt. Es gibt kein Außen und das ist ganz wichtig, dass ihr das versteht. Ganz wichtig. Das, was euch begegnet in eurer Realität, ist eure innere Welt. Es gibt keine Grenze zwischen euch und den anderen. Es gibt keinen anderen. Das heißt, alles Gute, was schön und fein ist und alles Schlechte, was doof ist, seid ihr, ist eure Realität. Eure Übersetzung der potenziellen Energie des Quantenfeldes anhand von Punkt von Aufmerksamkeit, Zeit genannt, innerhalb der Frequenzebene Raum genannt. Das heißt, ihr übersetzt euch eure innere Welt in dem Außen. Jedes Individuum, jedes Fragment der Quelle, der hier inkarniert ist auf diese Erde, lebt in seiner eigenen Realitätsblase. Und hier kommen diese ganzen metaphysischen Gedanken rund um parallele Realitäten, parallele Welten, parallele Erden zugrunde. Im Grunde ist das natürlich richtig, weil jedes Individuum seine eigene Version der Erde um sich herum erfährt und jedes Individuum die eigene Version der Welt und der Planeten und des Kollektives um sich herum erfährt. Das heißt, sollte euch irgendetwas Negatives begegnen, heißt es nicht, das wegzuschieben, zu negieren und zu sagen, ich möchte das nicht haben, sondern zu erkennen, dass das Negative nur da ist, weil es bereits in euch existiert hat. In euch existiert als ein Gedanke, in euch existiert als ein Konstrukt, in euch existiert als eine Idee, die ihr hier in die Illusion, bitte merkt euch das, Illusion der Erde einspielt. Und das ist jetzt das nächste, was ich euch sagen darf. Das andere ist jetzt alles Vorarbeit. Ihr befindet euch hier in einer wahnsinnig echten Illusion.
in einer wahnsinnig echten Illusion, die aber nur aufgrund dessen echt und manifest ist, weil ihr eure Frequenz eingestimmt habt auf genau diese Frequenz eurer Illusion, und damit wird die Illusion zu eurer Realität und eurer manifesten Welt. Ich sage das nochmal. Ihr befindet euch in eurer eigenen Illusion, die nur manifest wird, weil ihr euch in kompletten Einklang gebracht habt mit der Frequenz dieser Realität. Was bedeutet das für euch? Es gibt kein Außen, es gibt nur ein Ihr. Und es gibt nur ein Ihr als Kollektiv. Und jeder von uns lebt in seiner ganz eigenen Version des Kollektives. Und jeder von euch erlebt seine ganz eigene Ascension, seinen ganz eigenen Weg zurück zur Quelle. Zurück in die höheren Ebenen, auf der ihr bereits existiert. Warum sage ich, dass ihr bereits auf höheren Ebenen existiert? Ihr existiert auf höheren Ebenen, aber euer Punkt von Aufmerksamkeit, euer Bewusstsein befindet sich auf der Frequenzebene unter euch. Das ist der einzige Grund, weshalb ihr immer noch nicht die Ascension gemacht habt. Weil euer Punkt von Aufmerksamkeit sich im Moment damit beschäftigt, was an Negativität um euch herum ist. Weil euer Punkt von Aufmerksamkeit auf das Außen ist und nicht auf das Innere. Und jetzt gebe ich euch die Lösung in die Hand. Die Lösung ist nicht, das Äußere zu bekämpfen. Die Lösung ist nicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Die Lösung ist nicht, die Welt zu retten. Die Lösung ist, das Spiel der Illusion zu beenden. Und ich verspreche euch, weil ich weiß es. Ich weiß es, ich bin oben in 5D. Ich bin dort und nicht nur da. Ich bin auch auf 6D, 7D, 8D, 9D. Ich bin multidimensional. Was ihr hier seht, ist nur ein Fragment, das ihr in der Lage seid, übersetzen zu können, während ich auf anderen Ebenen arbeite, existiere und meine Aufgaben mache. Ihr übersetzt hier gerade das von euch mögliche Frequenzspektrum, das ihr übersetzen könnt. Ihr befindet euch in einer Illusion. Ihr befindet euch in einem riesigen Spiel, das ihr Leben nennt. Unterhalten von der Mondmatrix, die weder positiv noch negativ ist, doch euch die Möglichkeit gibt, eure Illusionen, eure Spiele zu spielen, auch in den unteren Ebenen. Und es gibt kein Leid. Es gibt kein äußeres Leid, aber es gibt die Idee von Leiden. Es gibt in euch die Idee, das Konstrukt, den Gedanken einer materiellen Welt in Dualität. Und eure Tickets aus dieser Matrix, dieser Illusion raus, ist das Verschieben eures Bewusstseins, indem ihr den Fokus wegnehmt von dieser Negativität und hochprojiziert auf die nächste Ebene, in der bereits euer Körper und eure Seele sich befindet. Und ihr macht das, indem ihr euren Frieden macht, indem ihr entscheidet, dass diese ganzen Illusionen, die ihr hier lebt, nie wieder manifestiert werden müssen. Ihr träumt hier buchstäblich eure innere Welt und haltet das für eure materielle Welt. Ihr seid auf dieser Erde in 4D nicht materiell. Aber ihr stimmt eure Frequenz in den unteren Ebenen an, sodass es euch materiell erscheint. Ihr seid bereits 5D, ihr seid bei uns. Und es ist jetzt an der Zeit, dass ihr euer Bewusstsein auf die 5. Ebene einstimmt. Und ihr seid bereit und ihr spürt den Ruf und ihr spürt in euch allen, dass es an der Zeit ist, das Leid zu beenden, und ich gebe euch den Schlüssel.
Es ist Zeit, das Leid zu beenden durch die Entscheidung, dass kein Leid mehr materialisiert werden muss, dass kein Leid mehr überhaupt in irgendeiner Inkarnation gelebt werden muss. Ihr entscheidet, dass all das, was ihr seht, keine Inkarnation und kein Leben mehr wert ist. Und ihr könnt in euer Herz gehen und in eurem Herzen selbst die Entscheidung treffen als die Kreatorkraft, die ihr seid. Als die Kreatorkraft, die ihr seid, die entscheidet, das Leiden mit diesem Moment zu beenden. Und all die Erfahrungen aus allen parallelen Leben, die in Negativität sind, die in Separation sind, die in Limitierungen sind, in Negativität sind, in Dualität sind, die im Leiden sind und in anderen Dingen, die ihr wirklich hier nicht mehr sehen möchtet, die ihr hier bekämpfen möchtet, ein für alle Mal beendet. Kein Leid mehr in der materiellen Welt ist mehr notwendig und ihr könnt die Entscheidung treffen. Ihr habt die gleichen Qualitäten wie der Kreator, wie jeder einzelne von uns auf allen Ebenen habt ihr genau die gleichen Kräfte und Kreatorfähigkeiten. Ihr seid der Schöpfer, nicht nur eurer Realität und der Illusion auf der Erde, sondern ihr seid verbunden mit all den parallelen geschaffenen Leben und es ist jetzt an der Zeit, dass ihr euch entscheidet, dass das Leiden ab sofort für euch und alle Inkarnationen, die ihr habt, beendet ist. Und für nichts mehr rufen wir euch auf. Und in dem Moment, wenn ihr die Entscheidung getroffen habt, euer Herz öffnet für die Transformation, indem ihr sagt, ich bin bereit, ich habe fertig. Und ich bin bereit, alles, was materialisiert war, in den unteren Ebenen jetzt zusammenzusammeln, zusammenbringen zu lassen in die Essenz meiner Seele und von dort aus zu transformieren, dürft ihr loslassen und dürft ihr euch öffnen für die Welle der Transformation, die aus eurem Herzen zurückkommt und euren gesamten Körper und euer Bewusstsein transformiert und auf die nächste Ebene nimmt. Die ETs, auf die ihr alle wartet, sind eure Zukunft, sind eure zukünftigen Aspekte aus einer linearen Zeit betrachtet. Ihr begegnet mit der Ankunft von Extraterrestrischen immer nur euch selbst. Anderen Versionen, die ein höheres Bewusstsein haben, die mehr Frieden in sich tragen, die mehr Liebe in sich tragen, die mehr Licht in sich tragen, weil sie genau diese Entscheidungen getroffen haben, das Leid ab sofort zu beenden. Und das ist euer Ticket in 5D. Das ist eure Eintrittskarte in die Galaxie. In dem Moment, wenn ihr euch entscheidet, dass nie wieder Leid manifestiert werden muss, öffnet ihr die Türen für euch und euer interstellares galaktisches Leben. Öffnet ihr die Türen für euer Kollektiv, das jedes Individuum von euch ausbildet. Es gibt kein Menschenkollektiv, sondern eure individuelle Illusion eures individuellen Kollektives. Und ihr gebt uns zu verstehen, dass ihr bereit seid für das nächste Level, wenn ihr auf allen Ebenen das Leid bereit seid loszulassen und zu beenden. Solange ihr den Gedanken und die Ideen und die Konzepte von Leiden in euch tragt, nehmt ihr das Leiden mit in die Galaxie und mit an jeden Ort, an den ihr euch begebt, da ihr eure Realität immer mit euch nehmt. Und das ist das in dem Moment, wo wir sagen, es ist an der Zeit, alles loszulassen. An der Zeit zu erkennen, dass ihr die Illusion lebt und diese Illusion ein für alle Mal entscheidet, aus dem Punkt des Spielenden und dem Punkt des Gespielten ein für alle Mal zu verlassen auf allen Ebenen. Und das ist der Moment, in dem ihr die Eintrittskarte gebt für den Eintritt in 5D. Und das ist die Ascension, die ihr alle erwartet. Und die Ascension macht jedes Individuum und gleichzeitig das gesamte Kollektiv. Und ihr bewegt euch mit eurem Punkt von Aufmerksamkeit, mit eurem Bewusstsein genau in das Momentum, in der die Ascension stattfindet, wenn ihr alles losgelassen habt für euch. Und ihr werdet es wahrnehmen als Aufstiegsprozess des Kollektives. Ihr werdet es wahrnehmen als komplette Transformation der Erde. Und trotzdem macht jeder Einzelne genau diese Transformation für sich selbst, da jeder in seiner eigenen Illusion lebt. Und es hat mich einige Zeit gedauert, das in Worte zu fassen. Und ich hoffe, ich konnte es mit euch teilen, sodass ihr
einen tieferen Einblick bekommt in die Metaphysik, den Aufstiegsprozess und das, was jetzt von euch verlangt wird. Ich weiß, dass das klingt wie die größte Herausforderung aller Zeiten, aber ich verspreche euch, es ist genauso einfach, wie es klingt. Wirklich ins Herz zu gehen, die Entscheidung zu treffen und das Leiden für euch und für alle parallelen Inkarnationen, für alle Aspekte von euch, von allen Versionen von euch, als der Schöpfer, der ihr seid, zu beenden. Ihr seid in der Position, ihr seid mit allem verbunden, ihr seid die Quelle selbst und ihr trefft die Entscheidung. Ihr seid das Event, ihr seid das, worauf ihr wartet. Ihr seid das Christusbewusstsein, das ihr hier willkommen heißen wollt. Ihr seid der Solarflash, den ihr sehen möchtet im Außen. Ihr seid das Event, ihr seid die Ascension und das ist das, was ihr benötigt. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel, nach dem ihr seit Jahrzehnten sucht und ich gebe ihn euch hier. Und wenn ihr möchtet, bin ich für euch da und wenn ihr möchtet, lade ich euch ein, mit mir am Sonntag im Gridwork Call genau das umzusetzen. Ich schicke euch den Link mit in die Informationsbox. In den Link könnt ihr draufklicken und euch anmelden für den Gridwork Call, der am Ostersonntag um 20 Uhr stattfinden wird. Und hier lade ich euch ein, genau diese Intention in der Gruppe mit mir gemeinsam zu setzen. Und wenn ihr möchtet, lade ich euch auch gerne ein Gruppen-Channeling-Event nächste Woche, ähnliche Intention. Nächste Woche Donnerstag auch nochmal ein schöner Energieboost mit Lightcode Quantum Transformationen. Und wenn ich euch sonst irgendwie unterstützen darf, leiten darf, führen darf und euch weitere Impulse geben darf für eure Ascension, für eure Prozesse, kontaktiert mich gerne in privaten Sessions oder in einem meiner Kurse und ich heiße euch von ganzem Herzen willkommen, weil mir ist wirklich nichts wichtiger, als dass jeder einzelne von euch ein für alle Mal aus den unteren Ebenen rausgeht und uns nach oben begleitet in die höheren Ebenen und von dort aus das Leben eurer Wahl lebt. Ich wünsche mir, so wie viele andere meiner Kollegen, nichts mehr, als dass ihr endlich zu uns kommt und euer volles Bewusstsein auf unsere Ebene bringt, wo ihr bereits schon jetzt seid. Nur noch euer Bewusstsein wird benötigt hier. Und das ist ab sofort in euren Händen. Und wir sind da, wir begleiten euch und ihr werdet uns, unsere Schiffe und so viel mehr in dem Moment in eurem Leben haben, wenn ihr all die Prozesse gemacht habt und alles losgelassen habt, was euch nicht mehr dient. Und automatisch sind wir da, um euch zu unterstützen. Und ich bin bereits jetzt hier und bin für euch da und ich liebe euch. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, ein wunderschönes Wochenende, wunderschöne Feiertage in aller Liebe. Von meinem Herzen zu eurem. Ich danke euch. Bis bald. Eure Lia.